Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video stelle ich euch den Spitzmaul-Ziersammler vor, der auch Schrägsteher genannt wird. Im Handel werden meist die beiden eng verwandten Arten Nanostomus equus und Nanostomus unufasciatus angeboten. Nanostomus steht für Kleinmaul, equus für Reiter, was sich auf seine bevorzugte Stellung im Wasser bezieht, und unufasciatus steht für einstreifig. Beide Arten sollen in Guayana, im Rio Negro und im Amazonas mit seinen Nebenflüssen vorkommen. Die Schrägsteher leben dort vorzugsweise in Schwarzwasserbächen und in flachen Überschwemmungsgebieten mit dichtem Pflanzenbewuchs und viel Treibholz und heruntergefallenen Blättern. Das Wasser in ihrem natürlichen Lebensraum ist deshalb meist stark mit Huminstoffen und Tanninen angereichert, weswegen sich die Haltung in einem natürlich eingerichteten Schwarzwasseraquarium mit dunklem Bodengrund anbietet. Das Wasser im Aquarium sollte den meisten Quellen nach weich bis moderat hart sein, bei einer Temperatur zwischen 23 und 28 Grad liegen und einen pH-Wert von 5,5 bis 7,0 aufweisen. Sie können gut mit friedlichen südamerikanischen Fischen, wie zum Beispiel mit anderen Salmlern, vergesellschaftet werden. Diese sollten aber nicht zu lebhaft sein, weil manche Schrägsteher dann noch scheuer werden, als sie sowieso schon sind, und nicht ans Futter gehen. Bei der Einrichtung des Aquariums sollten Pflanzen mit großen Blättern und Schwimmpflanzen nicht vergessen werden. Unter diesen kann sich der, wie gesagt, als scheu geltende Schrägsteher Schutz suchen und sich vor allzu hellem Licht und anderen aktiveren Arten zurückziehen. Zusätzlich zum dichten Pflanzenbewuchs sollte auch noch viel freier Schwimmraum und etwas Holz im Aquarium vorhanden sein. Der Körper des Schrägstehers ist beim Nanostomus equus vom Maul bis teilweise zum Schwanzende von mehreren, teilweise gepunkteten braunen bis weißen Streifen durchzogen. Die untere Hälfte der Afterflosse ist rot und braun gefärbt und fast die ganze obere Hälfte ist farblos. Ihre Bauchflossen weisen blau-weiße Spitzen auf. Der Nanostomus unifasciatus hat eine einzige schwarze Längslinie und ist sonst beige gefärbt. Wenn der Schrägsteher ruhig im Wasser steht, sieht er so aus wie ein treibendes Stück Holz und ist im Schwarzwasser kaum zu erkennen. Nachts ändert der Schrägsteher seine Färbung, er wird dann blass und anstatt Längsstreifen bekommt er zwei dicke und dunkle Querstreifen. Er wird bis zu 5 cm groß, wobei beim Nanostomus equus die Männchen schlanker und kräftiger gefärbt sind. Der Schrägsteher zeigt bei Gefahr Schwarmverhalten, ist aber wohl eher ein Gruppenfisch, da er Reviere bildet. Ab und zu kommt es unter den Spitzmaul-Ziersalmern auch zu Revierkämpfen, weswegen genug Raum zum Ausweichen und zur Flucht im Aquarium vorhanden sein sollte. Wenn es nicht genug Verstecke gibt, das Aquarium zu klein oder die Gruppe nicht ausbalanciert ist, können die dominanten Männchen den kleinen und unterlegenen Tieren die Flossen abbeißen. Die Aggressionen richten sich aber nur gegen die eigene Art. Da der Fisch auch zum Springen neigt, sollte das Aquarium abgedeckt sein. Der Schrägsteher kann theoretisch in Becken von mindestens 54 Litern und 60 cm Kantenlänge gehalten werden. Aber größer ist wie immer besser und auch empfehlenswert, da man ihn in Gruppen nicht unter 8 Tieren halten sollte und sich in einem größeren Aquarium die Aggressionen untereinander besser verteilen. Der Nanostomus equus hält sich hauptsächlich knapp unter der Wasseroberfläche auf und steht dort meist steif und still schräg im Wasser. So scheint er zu schweben, da er dabei nur die Brustflossen und den oberen Teil der Schwanzflosse bewegt. So wartet er zum Beispiel auf ins Wasser fallende Insekten, die aber wegen seinem kleinen Maul nicht zu groß sein dürfen. Man kann ihn sozusagen als Mikroräuber bezeichnen. Der Nanostomus unifasciatus zeigt dieses Verhalten auch, hält sich aber teilweise weiter unten im Aquarium auf und pickt dort auch manchmal Futterreste von den Pflanzen oder von den Dekorationsgegenständen. Spitzmaul-Ziersammler sind im Allgemeinen recht einfach zu füttern. Sie bevorzugen zwar Lebenfutter, da sie sich in der Natur wie gesagt von auf die Wasseroberfläche gefallenen Insekten und dort lebenden Larven ernähren, aber sie nehmen auch gerne Flockenfutter, das aber nicht zu schnell absinken darf. Das Lebendfutter kann auch als Trocken- oder Frostfutter gereicht werden. Es sollte aber den kleinen Mäulern der Fische angepasst sein. Schwarze Mückenlarven können zum Beispiel schon zu groß sein. Beide Arten des Schrägstehers bevorzugen dunklere Regionen im Aquarium und sie halten sich gerne unter Schwimmpflanzen und großen Blättern von anderen Pflanzen auf. Einerseits bietet dieses Verhalten in der Natur Schutz vor Räubern von oben, andererseits braucht sie diese Rückzugsorte auch, um Ruhe vor anderen, aktiveren Arten im Becken zu bekommen. Die Pflanzen werden aber auch zur Eiablage benötigt, da der Schrägsteher Freileicher ist. Das Weibchen kommt vorzugsweise bei einem pH von 6 in Paarungsstimmung. Es reibt und dreht sich an Blättern
Blättern oder Pflanzenstängeln und lockt so die Männchen an, die dann dort die abgelegten Eier befruchten. Die ersten Larven können bereits nach 24 Stunden schlüpfen. Die Eltern sind Laichräuber, weswegen es sich empfiehlt, sie nach der Eiablage aus dem Aquarium zu entfernen oder einen Laichrost zu benutzen und dann die Eier in ein separates Becken zu überführen. Die sehr kleinen Jungtiere leben in den ersten Tagen vom Dottersack und nehmen danach zum Beispiel Staubfutter oder ähnliches an. Später können zum Beispiel frisch geschlüpfte Artemien gefüttert werden. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Video bei euch das Interesse an diesen wunderschönen Tieren wecken. Bevor ihr sie euch aber zulegt, informiert euch bitte noch einmal ganz genau über die Haltungsbedingungen, denn dieses Video dient ausschließlich der allgemeinen Information und ich erhebe keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es doch mit euren Freunden und über einen Daumen nach oben freue ich mich immer ganz besonders. Abonniert den Kanal und aktiviert die kleine Glocke, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Ich sage Tschüss, danke fürs Zuschauen und macht euch mal wieder die Hände nass.